Jo, servus. In 2 Tagen ist ja die Routenbekanntgabe von den X-Alps 2021 und ich habe mir gedacht, weil mich viele immer wieder fragen, ja, wie war denn jetzt das bei den X-Alps beim ersten Mal 2019, dass ich mir die Route nochmal gezielt anschaue, Fehler analysiere, darauf eingehe, warum ich wie wo geflogen bin und warum wir dann letztendlich Monaco nicht erreicht haben. Weil dann kann man einen schönen Vergleich dann auch, wenn die neue Route bekannt gegeben ist, einen schönen Vergleich herstellen. Es wird natürlich jetzt ein bisschen längeres Video, ein bisschen Gelaber. Wir teilen daher das Video so ein bisschen über die Timestamps nach Wendepunkte auf. Das heißt, es gibt dann einen Abschnitt Geisberg-Wagrain, Aschau, Kronplatz und so weiter. Das heißt, wenn ihr euch nur für einen Abschnitt interessiert, könnt ihr da einfach gezielt drauf hinspringen oder auch einen Abschnitt, der euch nicht interessiert, überspringen. Genau, also viel Spaß beim Anschauen, nehmt euch ein Bier. 2019 war meine erste Teilnahme bei den X-Alps und das war saugeil, aber irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Da geht man an den Start mit den weltbesten Gleitschirmpiloten, Kriegel ist dabei, die Franzosen super stark, Paul Guschelbauer und so weiter. Und dann kommt man da hin als Rookie und ich war definitiv nervös, aber das ist dann relativ schnell irgendwie verflogen in der Pre-Week in Wagrain. Wir hatten da so einen eine Athleten-Camper-Area. Jeder war sehr kollegial, man hat mit den anderen sich unterhalten können, austauschen können. Es waren eigentlich alle relativ offen. Und so habe ich mir das eigentlich in der Pre-Week dann auch vorgestellt, dass man sich einfach ein bisschen austauschen kann mit den Athleten. Es war dann doch relativ vollgepackt mit Briefings und die Regeln wurden nochmal durchgemacht. Es gab Briefing für Social Media, für Aufnahmen mit GoPro und so weiter. Fast wie so ein bisschen eine Woche Unterricht saßen wir dann in einem schönen Raum und haben quasi Frontalunterricht gekriegt. Richtig geil ist es dann geworden, als der Prolog stattgefunden hat. Da ist dann so das erste Mal wieder richtig das Rennfeeling hochgekommen. Der eigentliche Gedanke, warum man überhaupt hier in Wagrain dann ist an der Pre-Week. Weil ich muss schon sagen, das hat sich sehr gezogen mit den ganzen Briefings. Genau. Am 16. Juni ging es dann los in Salzburg am Mozartplatz. Es waren super viele Leute da, die Atmosphäre war einfach geil. Ich habe mich riesig gefreut, dass es jetzt endlich losgeht. Wir sind dann doch recht schnell auf den Geisberg hochgerannt, obwohl das Wetter eigentlich nicht so geil aussah. Es war sehr feucht, es hat geregnet gehabt. Die Basis war anfangs tiefer wie der Geisberg. Wir waren uns nicht sicher, ob wir fliegen können. Gegen Mittag, Nachmittag war auch wieder Regen vorhergesagt. Und ja, Geisberg, erster Wendepunkt, mussten wir zwangsweise hoch. Und oben angekommen war es aber dann doch echt geil. Also es stand ein schöner Wind an, es ist immer wieder so ganz leicht ein bisschen die Sonne durchgekommen, es haben sich Quellwolken gebildet, es war super labil. Man konnte soaren und da war einfach auch wieder eine ganze Menschenmenge und mir war das fast ein bisschen zu viel, also einfach voll das Aufgebot von Leuten und ich bin dann recht schnell in die Luft gegangen, weil man konnte sich gut halten und einfach mal so ein bisschen die Luft antesten. Genau. Wir hatten vom Geisberg eigentlich den Plan, wenn es einigermaßen fliegt, dass wir Richtung Süden an der CTR entlang fliegen. Bis Harlheim geht die CTR.
Und dann ist die Abstufung vom Luftraum. Das heißt, man kann dann unterhalb von der TMA bis Kuchel eigentlich wieder fliegen. Allerdings hätte man da einlanden müssen, ein bisschen laufen und dann nochmal rausgleiten können. Für später war Regen vorhergesagt und das hat dann eigentlich nur Sinn gemacht. Vor allem beim Training, beim exzessiven Training in der Vorbereitung habe ich mir halt mein Knie ein bisschen überbelastet und musste halt, ich kann jetzt nicht Vollgas geben die ganze Zeit, lieber ein bisschen das langsamer angehen. Und das war dann unser Plan, direkt über das Salzachtal werfen nach Wagrain zu gehen, der direkte Weg. Wir haben uns das auch angeschaut, die Route über das Lammertal, Abtenau, die macht eben nur Sinn, wenn man fliegend schon bis Abtenau kommt. Sonst hat man eigentlich keinen Benefit. Und es flog aber dann doch durch die Labilität echt ganz gut. Es sind zwar einige immer mal wieder abgehockt, aber es ist so ein ganzer Pulk entstanden und da war der Kriegel dabei, der Maxim, die ganzen guten Piloten. Und wir sind dann da reingeflogen und dann kam der Punkt, wo ich meinen Plan durchziehe oder mit dem Schwarm einfach mitfliege. Und wir hatten unseren Plan im Kopf, aber dann fliegst du mit den ganzen guten Leuten und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt da eine One-Man-Show abziehe, dann kann das natürlich sehr gut laufen, aber wenn ich verkacke, dann bin ich halt weg, dann bin ich hinten dran. Und vom Chancen-Risiko-Verhältnis habe ich einfach gesagt, naja, wenn ich jetzt mit den anderen einfach mitziehe, dann kann ich nicht viel verlieren und ich muss jetzt am ersten Tag nicht viel Risiko eingehen. Ich traf daher die Entscheidung, mit den anderen weiter zu fliegen. Die Thermik wurde aber dann doch relativ schwach und dann ist er komplett zum Erliegen gekommen. Es ist feuchter geworden, hat dann sogar immer wieder zu nieseln angefangen. Wir sind dann in dem gesamten X-Alps-Pulk hier hinten reingeflogen und quasi auf der letzten Waldschneise alle eingelandet. Und dann war eigentlich für mich schon klar, hey, das war jetzt eigentlich der erste Fehler. Weil wir kommen jetzt fliegend nicht mal mehr bis Abtenau und hier raus fliegen wir einfach wesentlich energieeffizienter gewesen und eben mit der Vorgeschichte mit meinem Knie auch entspannter. Und dann ging es eben hier wieder auf den Berg hoch. Wir haben uns einen relativ anspruchsvollen Startplatz rausgesucht, sind wieder weitergeglitten und dann hat es eben mehr nach Regen ausgeschaut. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich nicht mehr in die Luft gehe. Einige sind dann noch hier hochgegangen auf den Drattberg und abgeglitten. Ich habe hier viel Umweg in Kauf genommen und bin quasi bis Abtenau gelaufen. Und am Ende vom Tag, kurz vor der letzten möglichen Fluggelegenheit, hier nochmal abgeglitten. Und wir haben dann doch am Ende Wagrain fast erreicht, was eigentlich unser Ziel war. Ein Wendepunkt pro Tag. Am Ende vom ersten Tag haben wir uns dann entschieden, hier an dem Badesee einen Stopp zu machen, eine halbe Stunde vor Schluss. Das war ganz gut, dann nochmal eine Abkühlung zu haben und den doch recht anstrengenden Tag einfach mal ausklingen zu lassen. Ich habe mein Knie dann doch auch gut gespürt, weil es durch unwegsames Gelände ging und ich dann auch teilweise echt ein bisschen joggen musste. Und das habe ich natürlich meinen Supportern dann auch gesagt, so hey, ich halte das jetzt schon eine Weile durch, vielleicht eine Woche, aber keine 2 Wochen. Wir müssen da echt schauen, dass wir auf uns schauen und dass wir nicht zu viel pushen, weil sonst wird es körperlich wahrscheinlich sich nicht aufgehen. Am nächsten Tag ging es dann pünktlich um 5 los. Wir hatten dann einen kleineren Marsch bis Wagrain, haben dann den Turnpoint 2
recht früh getaggt. Das war eigentlich unser Ziel, dass wir einen Wendepunkt, mal vom Geisberg abgesehen, pro Tag machen. Dann würde sich das theoretisch gut aufgehen mit Monaco. Die Basis war noch recht tief, es war ein bisschen feucht, aber es war vorhergesagt, dass ab Mittag mit Thermik zu rechnen ist und gar kein so ein schlechter Tag wird. Leichter Ostwind. Wir sind dann von Wagrain hier hochgegangen, um eben mit dem Ostwind nach St. Johann abzugleiten. Hat super funktioniert. Und da macht man halt dann so schöne Sachen wie maximal nah am nächsten Weg, am nächsten Track einzulanden und sucht sich wirklich die allerletzte mögliche Landeoption aus, um halt Energie zu sparen. Und beim Hochlaufen hier hat man dann schon gespürt, dass der Tag so langsam anfängt. Also die Thermik ist, man hat schon gespürt, wie es sich aufheizt, wie Thermikzyklen immer wieder durchziehen. Und wir haben dann einen Startplatz gefunden, der doch recht tief war. Und haben dann überlegt, ob das Sinn macht, da rauszustarten. Relativ riskant, wenn man absauft, ist man halt dann gleich wieder in St. Johann unten. Aber irgendwie sah es doch recht gut aus. Dann habe ich versucht, da rauszustarten, habe immer wieder so einen schönen Zyklus gehabt, aber es hat einfach nicht gelangt zum Hochkommen, und da, wo die Abrisskante war, war dann noch eine Stromleitung und ich musste dann immer wieder top landen, und insgesamt habe ich das 3-mal probiert, bin 3-mal wieder eingelandet. Und in der Zeit kriegt man natürlich mit, wie andere Schirme über einen drüber fliegen, und ich weiß nicht, das sind glaube ich 15 Schirme über mich drüber geflogen, und ich habe dann schon irgendwann realisiert, so hey, also jetzt haben wir schon wieder einen relativ großen, dicken Fehler gemacht. Wir sind jetzt weit hinten, jetzt müssen wir gucken, wie wir aus unserer Situation rauskommen, und ich sag mal, unser eigenes Tempo finden. Wir haben dann einen Startplatz weiter oben gefunden, haben den ausprobiert, ich bin in die Luft gekommen und das hat dann super gut funktioniert. Als ich in der Luft war, war es kein Problem. Die Gegend von Hochkönig bis Aschau, die kenne ich eigentlich echt gut. Das war dann eigentlich relativ easy, da entlang zu fliegen. Ich habe auch ordentlich Gas gegeben, konnte einige wieder aufholen. An der Steinplatte, die war schon sehr eklig Nordost überspült und sind dann hoch da durchgeflogen. Leider war es dann doch recht spät durch die falsche Startplatzwahl, sage ich mal. In Kössen habe ich es einfach nicht mehr geschafft, wirklich hochzukommen, um über die Taubensee Ridge ins Achental zu fliegen. Musste dann kurz nach Kössen landen, nochmal ein bisschen laufen und bin dann hier nordseitig auf den Weidlaner hochgegangen, um eben Richtung Aschau zu fliegen. Wir haben dann den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe eigentlich gesagt, mich interessiert nicht, welche Platzierung ich habe, weil bist du vorne, wird das Ganze emotional und man freut sich und macht dann vielleicht Fehler oder riskiert zu viel. Ist man hinten, kommt eben ein Druck auf, so hey, das ist ein Eliminationsrennen, muss ich jetzt irgendwie riskieren, Gas geben, dass ich nicht aus dem Rennen rausfliege. Und deswegen habe ich einfach gesagt, hey, die Platzierung, schaut ins Live-Tracking, da kann man viele wichtige Informationen rausziehen. Wann geht jemand in die Luft, fliegt schon jemand, stimmt es überein mit der Wettervorhersage und der Thermikzeit, wann die Thermik einsetzt und so weiter. Und auch einfach einen Vergleich zu haben, was machen die anderen. Aber die Platzierung ist egal, sagt es mir nicht. Und als halt 15 Leute über mich drüber geflogen sind, habe ich schon gewusst, dass wir jetzt recht weit hinten sind, und das war halt schon mit der Startplatzwahl ein Riesenfehler, aber auch eine sehr gute Chance, weil wir waren jetzt, ich sag mal, weit von den Vordersten weg.
und auf uns allein gestellt, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass meine Supporter zu arg geschaut haben, was die anderen machen, und ich immer nur am Pushen und hinterher rennen war, und wir nicht so wirklich auf die Situation von uns geschaut haben. Und das macht halt schon einen brutalen Unterschied, ob man eine halbe Stunde vor oder nach einem an demselben Ort ist. Und das hat sich dann doch eigentlich auch, aus dem Fehler ist eine sehr gute Chance entstanden. Wir haben dann einfach mehr auf uns geschaut, wie wir weiterkommen. Genau. Aber wir waren dann eigentlich wieder im Rhythmus drin. Wir haben am zweiten Tag Aschau erreicht, Wagrain und Aschau. Wir sind dann am Abend noch ein bisschen weitergelaufen, am nächsten Morgen, und haben dann hier einen recht schönen Stadtplatz gefunden, wo man eigentlich das Terrain im Gleitwinkel super ausfliegen konnte, runter nach Ebbs. Ich bin dann da eingelandet, und dann gab es erstmal das zweite Frühstück. Das ist natürlich dann ganz nett bei den X-Alps, wenn die Supporter den Schirm packen, den Stuhl hinstellen und das Frühstück schon dasteht und du quasi beim Frühstücken zuschauen kannst, wie alles erledigt wird, und quasi ein Update bekommst, wie entwickelt sich das Wetter, wo gehen wir als nächstes hoch und so weiter. Und unser Plan war eben dann zusammen mit dem Oggi, der fand den Startplatz auch ganz geil, den wir da hatten, in die Südseite vom Zahmen Kaiser zu gehen, dann eben auf die Thermik zu warten und den ganzen Weg bis zum Kronplatz zu fliegen. Das hat super funktioniert, wir hatten noch eine halbe Stunde Zeit, circa am Startplatz, um in eine schöne Thermik zu starten, konnten gleich aufdrehen, sind super schön westlich, sind super schön östlich um den Wilden Kaiser rumgeflogen. Ich habe mich dann dafür entschieden, hier direkt in die Kitzbüheler Alpen zu fliegen, relativ straight der Route entlang. Das war eigentlich super easy zu fliegen, schön der Ridge entlang ins Pinzgau und dann über Grimmel, Grimler Tauern ins Ahrntal. Der Oggi hat leider hier ein bisschen eine andere Route gewählt, über die tieferen Buckel, und der ist dann abgesoffen. Und das tat mir dann doch fast auch schon ein bisschen leid, weil der hat es am Ende von dem Tag, super wichtiger Tag, zweimal über den Hauptkamm, nicht geschafft, den Hauptkamm einmal zu queren. Und da sieht man, was so ein Fehler manchmal für enorme Auswirkungen auch hat bei den X-Alps. Generell war es so, der Forecast für den Tag war super, aber gegen Nachmittag und Abend erhöhte Gefahr von Überentwicklungen und Gewitterbildung. Und als ich die erste Hürde geschafft habe, hier ins Ahrntal zu queren über den Alpenhauptkamm, da habe ich mich natürlich riesig gefreut, aber dann habe ich auch gesehen, was da schon abgeht. Die Dolomiten waren komplett schwarz, südlich vom Kronplatz war alles dunkel, es hat immer mal wieder geblitzt und aufgeleuchtet, und ich habe dann gesagt, hey, schnell hin, Turnpoint taggen und schnell nix wie weg. Leider bin ich dann hier ein bisschen zu optimistisch in den Enternflug gegangen zum Kronplatz und habe es nicht auf Anhieb geschafft, oben einzulanden, musste erst ein bisschen rumkratzen, bin dann 50 Meter unterhalb eingelandet, und das kostet halt auch gleich wieder eine halbe Stunde. Bin dann mit Tulpe hochgelaufen, habe unterschrieben, gleich wieder rausgestartet und wollte eigentlich so schnell wie möglich wieder über den Hauptkamm, weil das Gewitter eben eine Kettenreaktion auslöst und dann recht schnell überall mit Überentwicklung zu rechnen war. Und die Windsituation war schon irgendwie recht komisch. Das Gewitter hat eigentlich schon gut angesaugt, unten raus hat es aber großflächig überall labilisiert, also es hat auch schon ein Kaltluftausfluss stattgefunden. Ich bin dann vom Kronplatz direkt auf 4000 Meter aufgedreht und wieder zurück ins Ahrntal. Man hat dann da auch schon
zusätzlich den Nordwind, der über den Hauptkamm gedrückt hat, gespürt. Ich habe es leider nicht geschafft, ganz über den Hauptkamm zu fliegen, bin bei der Wollbachspitze eingelandet und musste quasi dann noch 300-400 Höhenmeter hochgehen, südseitig, um eben den Hauptkamm wieder zu überqueren. Und das Wolkenbild, das sah einfach echt düster aus. Es war komplett schattig und das Gewitter im Hintergrund. Und ich war mir echt nicht sicher, ob ich überhaupt von da oben dann ins Zillertal runtergleiten kann. Aber als ich dann oben angekommen bin, hat es doch irgendwie ein bisschen aufgelockert gehabt und die Sonne stand schon einigermaßen tief. Und dann waren die Westseiten im Zillertal doch noch ganz gut von der Sonne bestrahlt. Und es war einfach eine geile Stimmung und wie so Magic Air. Also ich bin dann gleich rausgestattet. Es gab noch Thermik, relativ schwach, aber konstant. Und da hätte ich nie damit gerechnet, aber ich habe es dann noch geschafft, fast bis ins Inntal rauszufliegen. Und das war natürlich saugeil, weil einige Athleten vor mir, die mussten schon in Meierhofen landen, die sind gar nicht so weit gekommen. Und am Ende vom Tag habe ich dann schon auch mitbekommen, dass wir jetzt wieder im Mittelfeld sind. Es war ein super wichtiger Tag, wir sind zweimal über den Alpenhauptkamm geflogen und wie gesagt, der ein oder andere Athlet hat halt Pech gehabt ein bisschen und hat es nicht einmal geschafft. Und das ist einfach, das dann zu Fuß zurückzulegen, das kostet einen gleich 1-2 Tage. Und das halt fliegen zu machen, ist enorm wichtig, wenn es geht. Der nächste Tag war dann etwas tricky. Durch die Gewitteraktivität, die dann auf die Nordalpen übergegriffen hat, hat es in der Nacht geregnet. Es war sehr, sehr feucht, die Basis war super tief, die Wetterberichte haben sehr unterschiedliche Vorhersagen gehabt, weil wir relativ nah an der Wettergrenze waren. Richtung Westen wurde es immer besser, super gutes Thermikwetter, gute Flugbedingungen und Richtung Osten eben durch den Regen, durch den Niederschlag in der Nacht doch recht zähe und tiefe Bedingungen und dann gab es noch das eine oder andere hohe Wolkenfeld. Wir haben uns dann dafür entschieden, direkt ins Karwendel reinzugehen, falls dann doch die Zirrendecke aufreißt und die Basis ansteigt, dass wir schnell in die Luft kommen. Im Karwendel hat es dann auch recht schnell aufgemacht. Es haben sich die ersten Quellwolken gebildet. Wir sind auf den Lunstkopf hochgegangen. Ich bin mehr oder weniger gleich rausgestartet. Und das Karwendel war super schön zu fliegen. Man konnte da dann sehr schön die Ketten abfliegen. Die Querung über Mittenwald war gar kein Problem. Talwind war auch noch kein Problem. Wir sind dann sogar hier in die Südseite reingeflogen. Und dann ging es mehr oder weniger ohne Drehen im Gas an der Zugspitze nördlich vorbei bis nach Lermoos. Jetzt war es so, in Lermoos bin ich am frühen Nachmittag angekommen. Das ist eigentlich die beste Thermikzeit. Ich habe daher schnell unterschrieben, mein Zeug gepackt und gleich meine Supporter angewiesen, alles zurechtzumachen, dass ich gleich weiter kann. Der Kili wollte dann mit mir hochhiken und mir quasi helfen, eben meine Nicht-Pflichtausrüstung zu tragen, das Flugequipment, Trinken und so weiter, also Jacke und Handschuhe und so weiter als Flugequipment. Und ich habe natürlich richtig Gas gegeben, weil da ist es enorm wichtig, die Thermikzeit zu nutzen, die man hat, und eine halbe Stunde früher oder später macht beim Laufen nicht so viel aus, aber in der Luft sind es dann mal schnell 15-20 Kilometer. Und ich habe dann gemerkt, dass der Kili ziemlich schnell an seine Grenzen kommt bei dem Tempo, das ich vorgelegt habe.
Und dann habe ich mein Zeug halt komplett selber genommen, bin da hochgepaced, habe mich gleich rausgehauen. Es ging in die Südseite, die Thermik war bombastisch. Man hat sogar echt aufpassen müssen, weil da ist ja auch noch Luftraum von der CTR Innsbruck, die Einflugschneise, die kommen hier so rüber. Dass es bei der guten Thermik und der Basishöhe einen nicht in den Luftraum reinzieht. Tobi Großrubatscher der ist nach mir dann ausgestattet, blöderweise passiert und dann gibt es halt gleich ein Penalty. Also da hat man extrem aufpassen müssen. Dann bin ich vor bis Landeck geflogen und da ist dann der Luftraum offen. Und da konnte ich dann das erste Mal bis zur Basis aufdrehen. Die Basis war auf 4000. Und dann ging es halt hier an den konstant durchgehenden Bergflanken dahin. Schön schnell und effizient. War noch ein saugeiler und wichtiger Flug. Und man sieht dann schon da beim Fliegen Richtung Pitzbuin hat sich ein fettes Gewitter gebildet. Und ich habe dann kurz eben mit meinen Supportern Kontakt gehabt und die haben gemeint, ja, es baut sich auf, es zieht her, so arg lang kann es nicht mehr fliegen. Dann bin ich kurz vorm Silvretta-Stausee wirklich auch abspiralt und schnell gelandet, um dann doch schnell runterzukommen. Und habe dann auch gemerkt, dass eigentlich relativ viele Athleten hier gegroundet wurden durch das Gewitter. Einige sind übers Engadin geflogen und wollten dann Flülerpass nach Davos. Aber das hat aus meiner Sicht hat es keinen Sinn gemacht, hier noch nach Süden zu springen, weil das Gewitter das hat einfach den Flug beendet für den Tag. Und da hieß es dann so das erste Mal, hey, wir sind jetzt wieder back in the game, wir sind wieder vorne oder mehr oder weniger im vorderen Mittelfeld bei den Leuten dabei, Gaspar, Simon Oberrauner, Manuel Nübel und so weiter. Und das hat super funktioniert und wir haben dann einfach gesagt, hey, wir sind jetzt im Flow, so machen wir weiter. Und wir haben dann hier noch uns zusammengeschlossen, mehr oder weniger mit Manuel Nübel, mit Team Germany 1. Ich hatte ein bisschen oder meine Supporter hatten ein bisschen Probleme, mir hinterherzukommen, weil das dann doch recht schnell ging und wenn du da wirklich straight line in der Luft fliegst, ist es brutal schwer mit den Autos unten nachzukommen und dann auch noch gewisse Zusatzaufgaben zu erledigen, einkaufen und so weiter. Der Manuel hat dann netterweise mir oben noch, wo ich auf meine Supporter gewartet habe, eine Dusche angeboten. Das war sehr nett und sehr kollegial. Wir haben dann auch beschlossen, uns zusammenzutun, der Manuel und ich, dass wir eben nur einen Supporter mitnehmen, um über den Klosterspass zu gehen. Dass eben schon ein Auto eben Richtung Davos fahren kann. Nice. Weil der ein oder andere Pass durch die angespannte Schneesituation gesperrt war. Und von der Vorhersage sah es eigentlich so aus, dass es sehr durchwachsen ist und recht schnell mit Gewitteraktivität und Regen losgeht. Wir waren uns dann gar nicht sicher, ob die Bewölkung das zulässt, dass wir von da runterfliegen können. Aber es war dann doch den ganzen Vormittag noch relativ beständig. Wir sind oben gleich rausgestartet und mit einer kleinen Zwischenlandung und nochmal einem kleinen Hike dann schön nach Davos geflogen. In Davos hat man dann aber gesehen, dass sich schon das Gewitter ankündigt und schlecht Wetter kommt und die Wettervorhersage und Regenradar waren echt nicht schön. Wir haben dann Gas gegeben, dass wir schnell zum Strehlerpass, zur Strehlerhütte hochkommen
und nicht im Regen dann quasi hochhiken müssen. Und auf den letzten 15 Minuten ist dann das Gewitter voll reingezogen. Es hat Sturmböen gehabt, es hat gehagelt und geschüttet. Das war echt nicht mehr schön, aber wir waren dann doch recht schnell da oben und in der warmen, geschützten Hütte. Und es war einiges nass. Wir haben uns dann eine warme Suppe, eine Ovomaltine geholt. Der Simon Oberrauner war dabei, Manuel Nübel und Supporter. Und haben eigentlich gedacht, dass wir von da jetzt so schnell nicht mehr wegkommen, weil auf dem Regenradar sah es so aus, als ob gleich das nächste Gewitter vorbeizieht. Und dann haben wir eben das Zeug, alles ausgepackt, Klamotten getrocknet und waren darauf eingestellt, dass es erst in den nächsten 3-4 Stunden irgendwie weitergeht. Und dann war vom Manu, der Supporter, der Sascha, war draußen und irgendwann ist er wieder reingekommen und hat gesagt, hey, ihr glaubt es nicht, aber das schaut gar nicht so schlecht aus. Wir sind dann alle rausgegangen, haben uns das angeschaut. Es war immer noch ein bisschen Regen, aber es sah schon deutlich besser aus. Und das Regenradar hat dann geupdatet, dass jetzt echt für eine halbe Stunde das einigermaßen gut ausschaut. Wir haben dann schnell unser Zeug gepackt, sind hochgegangen auf den Stadtplatz und dann Richtung Chur da abgeglitten. Weil hätten wir das runterlaufen müssen, das hätte super viel Energie gekostet und super viel Zeit, weil der Weg sich hier brutal entlang schlängelt. Wir sind dann runtergeflogen, die Supporter sind hier schon reingefahren und es sah dann tatsächlich so aus, dass es noch mehr aufmacht. Also die Sonne ist durchgekommen, es haben sich wieder Quellwolken gebildet, natürlich wegen der hohen Restfeuchtigkeit durch die starken Niederschläge von dem ersten Gewitter. Wir haben dann gesagt, hey, das macht eigentlich nur Sinn, jetzt gleich wieder hochzugehen. Das geht. Und glücklicherweise hat sich dann auch das zweite Gewitter vollständig aufgelöst. Richtung Westen ist es immer offener und besser geworden. Und dann sind wir hier Richtung Chur weitergeflogen, zusammen, da Manuel, Simon und ich. Und ich habe mich dann aber hier dafür entschieden, nicht die Nordseite zu fliegen, sondern auf die Südseite zu wechseln. War doch riskanter Move, weil es mit der tiefen Basis eine extrem weite Talquerung war. Aber hier drüben war Sonne drin und standen schöne Wolken und das sah einfach zu verlockend aus, um es nicht zu machen. Und tatsächlich hat sich das dann doch bezahlt gemacht. Ich bin hier recht zügig und schnell vorangekommen, konnte gut fliegen, bis fast Flims. Da ist es dann irgendwie aber ein bisschen stumpf geworden, war mir nicht ganz sicher, bin nochmal hochgehiked, um nochmal in die Luft zu gehen. Und mittlerweile sah es echt super gut aus. Aber irgendwie, ich bin rausgestartet, ich habe keinen Rückenwind gehabt, die Sentis war nicht nordüberspült, es gab keinen Talwind, die Südseite ist nicht gegangen, die Nordseite ist nicht gegangen. Es war einfach auf einmal stumpf. Und das weiß ich nicht, das hat mich irgendwie so ein bisschen hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil jetzt bin ich da extra nochmal hochgelaufen, bin runtergeflogen und habe eigentlich keine Strecke gemacht, wenn man sich das hier so anschaut. Und habe erstmal gedacht, so hey, jetzt habe ich es wieder voll verkackt, aber meine Supporter haben mir dann gesagt, dass es eigentlich jedem so ging, es war einfach stumpf. Vermutlich durch den Abtrocknungsprozess. Und dann war eigentlich mehr oder weniger noch Laufen angesagt. Im Disentis ist dann so das erste Mal ein bisschen Probleme aufgekommen in meinem Team. Es wurden gewisse Zusatzaufgaben nicht erledigt. Das habe ich gemerkt, als ich abends eben
gesagt habe, hey, ich laufe jetzt bis hier, es war ein anstrengender Tag, ich höre vielleicht sogar eine Stunde vorher auf. Und dann stand ich auf einmal da, es ist abends geworden, es ist kalt, ich wollte neue warme Klamotten und dann hieß es, ja, die sind alle nicht gewaschen. Und da habe ich dann natürlich das Ganze erstmal nicht verstanden, weil sowas muss laufen. Und da gab es dann auch echt mal kurz ein bisschen Stress, aber wir haben uns dann doch schnell wieder gerafft und gesagt, ja, jetzt bringt ja nichts, wir müssen weitermachen. Von den Turnpoints waren wir eigentlich echt noch gut dabei. Wir haben Davos getaggt und jetzt ging es darum, am nächsten Tag eben Titlis zu holen. Der nächste Tag, das war eigentlich so ein richtig klassischer Hike-and-Fly-Day. Es war null Thermik zu erwarten, immer mal wieder Regenschauer, viel Wolken, viel Schatten. Hat sich dann auch herausgestellt, dass es der Tag mit den meisten Höhenmeter für mich war. Ich habe insgesamt 3 Hochtouren gemacht. Wir sind dann morgens hier noch ein bisschen gelaufen und dann ging es auf die Mittelplatten hoch. Das ist südwestlich vom Oberalpstock. Da hat es beim Hochgehen dann irgendwie schon ein bisschen angefangen zu regnen, dann hat es wieder aufgehört und dann vom nächsten Regen quasi bin ich nach Erstfeld abgeglitten. Und da ging es dann direkt weiter über die Schlossberglücke, landschaftlich eine brutal schöne Tour gewesen. Da hat es einen recht beeindruckenden Wasserfall gehabt und dann ging es noch über den Glattenfirn ein Stück über den Gletscher hoch. Oben hat natürlich der Wind dann quasi aus Osten geblasen, voll von hinten. Und da haben wir eine Weile gewartet und so, hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, müssen wir jetzt hier runterlaufen von 2600. Und dann gab es aber mal so eine Phase, wo es doch ein bisschen schwächer wurde und man bei Nullwind schön rausstarten konnte. Und dann bin ich hier schön Richtung Titlis geflogen, bin sehr tief da angekommen, aber konnte mir dann doch 400-500 Höhenmeter noch sparen von ganz unten und da einlanden. Und dann ging es halt gleich weiter in Titlis hoch. Und da bin ich dann recht spät oben angekommen. Das Wetter sah nicht so aus, als ob es noch Sinn macht, da zu fliegen. Und wir haben dann den Tag direkt am Turnpoint in der Panorama Lounge beendet. Abends habe ich dann auf meine Uhr geschaut, auf meine Suunto und habe das erste Mal so wirklich realisiert, was wir eigentlich da gerade leisten, als ich gesehen habe, dass ich 5300 Höhenmeter gelaufen bin fast. Das war mir so gar nicht bewusst und ich habe mich topfit gefühlt. Es war alles gut, aber da war ich dann schon so ein bisschen erstaunt, so, ja, kann man schon machen. Von dem Ziel, einen Turnpoint pro Tag zu erreichen, waren wir echt noch gut dabei. Wir haben Titlis erreicht und dann ging es eben jetzt darum, vom Titlis weiter zum Eiger zu kommen. Vorhergesagt war für den nächsten Tag ein leichter Südwind, aber auch wieder sehr viel hohe Wolken, kaum Thermik, irgendwann auch immer wieder mal Regenschauer. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht die Bergflanke hier ein bisschen absohren können. Morgens aufgewacht, hat es aber konstant Nordwind gehabt. Gut, dass man am Titlis auf Nord rausstarten kann. Bin dann mit Gaspar hier rausgestartet und Richtung Innertkirchen bei Meiring geflogen. Und das war dann doch sehr eindrucksvoll auch wieder. Durch die Feuchtigkeit war quasi das Tal komplett zu und wir haben erst nicht gewusst, ob wir irgendwo landen können, wo wir wirklich den Boden auch sehen und hatten halt immer mal wieder den Plan B, oberhalb von der Nebeldecke top zu landen. Es hat sich dann doch glücklicherweise ein Loch aufgetan und wir konnten da safe durchfliegen und bei Innertkirchen landen. Und dann war es eigentlich wieder so ein klassischer Hike-and-Fly-Tag. Also habe gefrühstückt,
bin auf die Großscheideck hochgelaufen, über Grindelwald hinweggeflogen, top gelandet und dann zum Eiger Trail hochgelaufen, um eben den Turnpoint Eiger zu taggen und wieder den Wendepunkt für den Tag eben safe zu machen. Aber der Tag war noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Für die folgende Wettersituation war es eben so, es ist sehr stabil geworden und man hat jetzt von hier zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder man geht direkt geradlinig der Route entlang ins Wallis, was natürlich bei stabilen Wetterlagen schon auch Sinn macht, weil Hochalpen, Hochgebirge, da geht es dann doch irgendwie zuverlässiger. Oder man geht eben übers Berner Oberland, Niesen, quasi nördlich von der ganzen Bergkette entlang, was einige gemacht haben. Und ich habe mich da mit dem Gaspar Petiot und mit dem Tom de Dordodo ein bisschen zusammengetan. Wir haben geguckt, was Sinn macht. Der Gaspar hat einen Wettermann gehabt, der auch gemeint hat, ja, es ist schwierig, aber es macht eigentlich schon Sinn, ins Wallis zu gehen. Und wir hatten noch Zeit. Und dann haben wir gesagt, wir fliegen hier nach Lauterbrunnen rein und gehen über den Kanderfirn auf die Mutthornhütte hoch, um dann eben am nächsten Tag im Wallis zu starten und da eben bessere Flugbedingungen zu haben. Der Gaspar war so nett und hat mir hier seinen Bergführer dann auch geliehen, weil eigentlich hätten wir gar nicht ins Wallis gehen dürfen ohne Bergführer und es ist einfach absurd, hier einen Bergführer hinzubestellen und dann zu sagen, hey, ja, wir müssen da jetzt drüber und fliegen dann am nächsten Tag weiter. Das funktioniert halt nicht. Und der Gaspar hatte zufälligerweise noch einen in seinem Team dabei und dann haben wir uns zusammengetan und sind über den Kanderfirn auf die Mutthornhütte hochgegangen und das ist natürlich sau kollegial und super nett gewesen. Und wie gesagt, der Tom, der war auch noch dabei und dann sind wir zum Ende raus doch sehr niedrigen Bedingungen da hochgelaufen, um eben nochmal eine Nacht auf 3000 Meter zu verbringen, was für die Regeneration jetzt so im Nachhinein betrachtet doch auch sehr schlecht war, weil ich habe im Titlis oben geschlafen, in der Panorama Lounge auf 3000 und eben in der Mutthornhütte. Und ja, so im Nachhinein vielleicht nicht ganz ideal. Auf den letzten Metern hoch über den Gletscher hat es wirklich auch angefangen zu regnen und zu winden und es war echt nicht schön. Und es war dann doch sehr cool, oben mit einer warmen Suppe und einem Tee empfangen zu werden, weil der Wirt von der Mutthornhütte, der hat so ein bisschen das Live-Tracking verfolgt und wusste, weil wir natürlich auch angefragt haben, ob es Platz hat, dass da jetzt 3 X-Alps-Athleten mit Supporter vorbeikommen. Und das war natürlich echt ganz nett. Am nächsten Tag sind wir dann aufgestanden, haben gefrühstückt, sind rausgegangen und der Himmel war strahlend blau. Hat man irgendwie gar nicht glauben können, nachdem der Tag davor einfach so durchwachsen und regnerisch war. Aber das war natürlich dann eine sehr geile landschaftliche Kulisse. Wir sind dann hier noch ein bisschen am Gletscher entlang gegangen, um am Petersgrad rauszustarten, haben noch ein bisschen gewartet, da es eben doch sehr stabil war und unten noch so aussah, als ob es nicht geht. Es haben sich dann die ersten Wolkenfetzen gebildet. Wir sind rausgestartet, war dann doch sehr zäh am Anfang. Der Tom, der musste sogar irgendwo nochmal zwischenlanden und nochmal hochhiken. Aber wir sind dann am Anfang relativ langsam, aber dann doch mit immer besser werdenden Bedingungen relativ gut vorangekommen im Wallis. Es schien so, als ob es eine gute Entscheidung war. Der Gaspar ist bei Martigny aber dann weiter hinten rumgeflogen. Ich habe die ein bisschen riskantere direkte Route gewählt. Martigny ist ein super windiges Tal.
Zum Glück, sage ich mal, war es ein stabiler Tag. Da war der Talwind dann nicht so stark, dass ich die Querung doch einigermaßen safe machen konnte. Die stabile Wetterlage hat es aber nicht möglich gemacht, nach der Querung bei Martigny Anschluss zu finden. Ich musste dann zwischenlanden und nochmal hochgehen, um dann den Turnpoint für den Tag Mont Blanc eben abzuhaken. Was ganz cool war, als ich quasi nördlich um den Mont Blanc rumgeflogen bin, sind dann 2 andere X-Alp-Schirme noch hergekommen. Und das war dann der Gaspard und der Tom, und es war irgendwie cool zu sehen, dass wir an dem Tag zusammen gestartet sind und es dann verloren hatten, alle 3, und dann aber am Ende vom Tag quasi doch wieder vereint hier am Mont Blanc vorbeigeflogen sind. Und es war eigentlich echt auch eine sehr coole Stimmung wieder. Wir sind dann um Mont Blanc rumgeflogen und hier in der Westseite gelandet. Es war spät, aber wir hatten noch 3 Stunden Zeit. Meine Supporter haben dann aber gemeint, naja, da ich jetzt zweimal echt weit oben geschlafen habe für die Regeneration, beenden wir einfach den Tag hier, der nächste Tag wird gut zu fliegen. Wir sind dann am nächsten Tag auch später losgegangen. Ich war um 10 am Stadtplatz in der schönen Ostflanke, aber es ging nichts. Es ist nichts hochgezogen und das war doch irgendwie sehr komisch. Und dann habe ich selber auch mal ins Wetter geschaut, als wir da gewartet haben, und habe eben gesehen, dass das für die ganze Region das einfach super stabil ist, noch stabiler als am Vortag und eigentlich nicht mit Thermik zu rechnen ist. Und das war natürlich dann wieder ein herber Rückschlag eigentlich, weil wir haben 5 Stunden vergeudet, einfach liegen lassen, ohne was zu tun, und die anderen Athleten, die haben die Zeit dann wirklich schon effizient genutzt, um eben weiterzukommen. Und unser Ziel für den Tag war es, Saint-Hilaire zu erreichen, und das ist immer entfernter gewesen. Ich habe mich dann dafür entschieden, abzugleiten, auf den nächsten Berg hochzugehen und quasi im Hike-and-Fly-Stil weiterzumachen, weil unten im Tal bei 40 Grad entlang zu laufen, das hat mir jetzt nicht so getaugt. Blöderweise gab es dann noch ein bisschen Unstimmigkeiten mit der Koordination von den Autos, dass bei dem ausgemachten Landepunkt eigentlich ein Auto war, das aber dann wieder zurückgezogen wurde. Ich bin dann mehr oder weniger unsupported hier ohne Trinken durch die Berge. Die Startplatzwahl ist immer schwieriger geworden. Teilweise bin ich einfach aus irgendwelchen Büschen rausgestartet. Dann gab es noch eine kleine positive Überraschung. Ich habe es tatsächlich geschafft, hier eine Thermik zu finden und 150 Meter aufzudrehen. Aber es war ein stumpfer Tag und die falsche Entscheidung, auf Thermik zu warten. Der krönende Abschluss war natürlich dann noch hier. Habe ich den Plan gehabt, nochmal einen kleinen Flug zu machen von so einer Zwischenrippe. Die war natürlich dann vom Talwind überspült. Ich bin mehr oder weniger in einem leichten Lee rausgestartet, nicht weit gekommen, auf einer Wiese gelandet, die quasi frisch voll mit Kühen war. Und wie es halt so kommt, direkt in der Kuhscheiße gelandet, beim Landen ausgerutscht, das Gurtzeug verschmiert, den Schirm verschmiert. Und da habe ich dann doch auch nochmal eine halbe Stunde gebraucht, um wirklich mich jetzt zusammenzuraffen und zu sagen, hey, jetzt geht's weiter, es hilft dir nichts. Der ganze Tag ging dann doch sehr an die Substanz. Die Fehlentscheidungen haben an meiner Motivation geknabbert, und durch das Hiken in der Hitze mit wenig Trinken war ich doch schon ziemlich ermüdet und erschöpft am Ende.
und wir haben es leider auch nicht geschafft, Saint-Hilaire noch an dem Tag zu erreichen. Ich bin dann zu Fuß hier noch ein bisschen weiter. Wir haben dann nochmal Nachtlager aufschlagen müssen und haben Saint-Hilaire erst am nächsten Morgen um 9 Uhr oder sowas erreicht. Das war natürlich sehr ungünstig. Ich bin dann in Saint-Hilaire ausgestartet. Es hat schon Talwind gehabt. Mein Gleiten war natürlich dann mit der Seitenwindkomponente sehr schlecht. Ich habe es drüben nicht geschafft, auf der anderen Talseite am Hagen Top zu landen, musste unten im Tal landen. Und dann hieß es halt in der Mittagshitze mehr oder weniger nochmal 1600 Höhenmeter auf den Pass del Coll hochzulaufen. Das war dann doch sehr anstrengend. Die Wettervorhersage war aber so, dass es in den hohen Bergen dann doch wieder besser wird zum Fliegen. Und wir haben dann einfach weitergemacht und geschaut, dass wir da reinkommen. Oben im Pass angekommen, hat es gut durchgezogen. Da war schon recht ordentlich Wind. Ich habe aber trotzdem für mich entschieden, dass ich da rausstarte. Habe aber 2 gescheiterte Startversuche gehabt, weil es sehr turbulent war und der Wind dann doch ein bisschen blöd reingekommen ist. Weiter unten hat es aber dann gut funktioniert. Dummerweise hat die Ostflanke nicht mehr so gute Thermik produziert. Es war dann doch, ich weiß nicht, 15 Uhr oder 14 Uhr. Die Sonne stand in der Westseite. Auf der Westseite rausstarten war keine Option, da eben das sehr stabile Tal da war. Und ich habe dann in der Luft nicht so richtig gewusst, wie ich jetzt hier weiterkomme. Habe dann versucht, die Talquerung zu machen, aber in dem starken Südwind bin ich zu tief drüben angekommen, wollte an den Prallhang, das hat irgendwie nicht mehr funktioniert, da hochzukommen, und dann habe ich eigentlich eine richtig dumme, riskante Entscheidung getroffen, um quasi hier in ein Tal zu fliegen, was offensichtlich unlandbar ist auf einem gewissen Abschnitt. Und ich hätte da einen schönen Landeplatz gehabt, aber ich bin einfach da reingeflogen, tief in der Hoffnung, dass irgendwas kommt an der Straße, um mir 5 Kilometer letztendlich zu Fuß zu sparen. Und da fragst du dich dann doch auch, was da in dem Kopf vorgegangen ist. Denn die Wiesen hier, die waren einfach alle unerreichbar. Ich habe es dann tatsächlich auch geschafft, auf einer Lichtung direkt an der Straße einzulanden. Aber das war einfach eine unnötig riskante Entscheidung, und ich bin dann, als meine Supporter zu mir gekommen sind, hier weiter Richtung Süden. Wir haben an dem See eine kurze Pause gemacht und uns nochmal zusammengehockt und eben einen neuen Plan gemacht. Ich war schon extrem erschöpft zu dem Zeitpunkt, und die, ich sag mal, riskanten Entscheidungen mit dem Startversuch und eben der Landung, da haben meine Supporter dann gemeint, hey, jetzt nimm wir doch einfach einen Gang raus, lass uns langsam angehen, gehen nach Alpe d'Huez hoch, übernachten da, und am Morgen gehen wir dann nochmal ein bisschen weiter, um eben dann relativ weit oben den nächsten guten Flugtag regeneriert und erholt zu nutzen. Der nächste Tag war dann, so vorher gesagt, unten raus ein bisschen stabil, eine Inversionsschicht, aber oben bombastisch gute Thermik. An dem Tag sind, ich glaube, 50 Leute am Mont Blanc Top gelandet bei einer Basis von 5000. Ich bin dann um 10 Uhr gestartet, die erste Thermik integriert, mit 4 Meter pro Sekunde, ging auf 3-4 hoch. Das war dann doch echt wieder geil, schön zu fliegen, Thermik zu fliegen. Und dann ging es weiter Richtung Briançon.
es schien, dass der Plan einfach echt gut funktioniert. Und Monaco war bis dahin 250 Kilometer weg. Es war wirklich noch erreichbar. Allerdings habe ich mich Richtung Briançon ein bisschen verbastelt und habe den Fehler gemacht, unter die Inversionsschicht zu kommen. Nach mehreren gescheiterten Durchbruchversuchen durch die Inversionsschicht habe ich mich dann dafür entschieden, top zu landen und einfach nochmal hoch zu gehen und weiter oben wieder in den guten Flugbedingungen, in der guten Luftschicht effizienter weiterzukommen. Blöderweise habe ich mir da den Fuß vertreten und mein Sprunggelenk und meine Bänder verletzt. Monaco war dann endgültig nicht mehr erreichbar. Hiken war so gut wie nicht mehr möglich. Ich bin dann noch 200 Höhenmeter auf allen Vieren zu einem Startplatz hochgekrabbelt. Da ging eine Straße hoch. Meine Supporter sind zu mir gekommen und wir haben dann erstmal meinen Fuß angeschaut, gekühlt und hochgelegt und es ist eine gewisse Zeit verstrichen. Für mich war das dann natürlich nicht leicht zu akzeptieren, dass wir jetzt einfach gescheitert sind und Monaco fix nicht mehr erreichen. Meine Motivation war da einfach im Keller. Und währenddessen hat sich am Monte Viso ein Gewitter aufgebaut. Und das ist zu uns hergezogen und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich hau mich jetzt einfach noch raus, fliege runter ins Tal Richtung Briançon und dann ist das Race für uns beendet, weil fliegend komme ich jetzt nicht mehr weiter. Zu Fuß laufen, hiken, das ist nicht möglich mit meinem Fuß und dann ist das Race für uns beendet. Wir haben dann in Briançon noch 1,5 Tage quasi uns nicht mehr von der Stelle bewegt, weil das Race noch nicht offiziell zu Ende war. Aber hätten wir gesagt, wir hören jetzt auf, es wäre quasi dann eine Aufgabe gewesen und wir wären dann gar nicht mehr im Ranking gewesen. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir beenden es da und bewegen uns halt einfach nicht mehr von der Stelle. Ja, und dann war das natürlich echt nicht leicht zu akzeptieren. Es wäre gar nicht mehr so weit gewesen bis Monaco, aber einfach nicht erreichbar. Marcus, how are you and how has your last days been? I'm quite fine now. The last days haven't been that great because I was a little bit exhausted, and yesterday while hiking up I stepped into some hole. Now I can't hike and walk properly. My ankle is quite stiff. That's why we had like a good regeneration time, a little bit of more sleep. No hiking through the night. I'm fine with that. Yeah, We had a great race. It was fun, it was a great race. and yeah, at the end some serious problems came in, and we had to deal with it, and it was not worth to push anymore. Yeah. Yeah. So you're happy with your situation? It could have been better because my ankle really sucks. Yeah. Yeah, it's fine. Yeah. Now I can rest and have a good time and take it easy. Yeah. We are here in Briançon, enjoying the sun right now, and now we are heading to Monaco. What a team!
Ja, das waren meine Red Bull X-Alps 2019 und die Routenvorstellung. Wir haben viel gelernt, wir haben Fehler gemacht, Fehler machen müssen auch. In die X-Alps 2021 werden wir viel zielstrebiger rangehen und ich bin jetzt einfach super gespannt, was Dienstag für eine neue Route bekannt gegeben wird.